Die Wüste ruft nach uns. Doch auf dem Weg in den wärmeren Süden gibt es einen regelrechten Kälteeinbruch. Außerdem vertrauen wir unserer Heizung nicht mehr so ganz. Aber unsere Mission ist nun mal, Natur zu entdecken. Wir steuern also einige Ziele in den Bergen an, angefangen hinter den Pyrenäen. Denn erst seit kurzem haben wir etwas in unserem Leben gefunden, das wir beinahe nicht mehr für möglich gehalten haben. Und das uns Kraft gibt, neue Abenteuer zu erleben. Manch einer lebt im Van, um zu reisen. Andere, weil sie das System nicht mögen. Und wieder andere rennen vor irgendetwas weg. Was war es bei uns? Das war gar nicht so einfach herauszufinden. 2 volle Gehälter, 2 Autos, Eigentumswohnung, nicht wirklich Geldsorgen. Irgendwie fühlte sich das aber leer an. Und in den letzten Jahren dachten wir uns, wollen wir jetzt 30 Jahre so weitermachen? Der Gedanke war gruselig. An sich waren unsere Jobs in Festanstellung cool, aber wir hatten immer noch so viel Kreativität und Ideen übrig, die einfach im Alltagstrott nirgendwo mehr Platz fanden. Frust baute sich auf. Wir fühlten uns gelähmt. Aber alles ganz diffus. Damals konnten wir das gar nicht klar sehen. Und was wollten wir jetzt vom Leben? Klar, irgendwie wollen wir ja alle glücklich sein. Aber wie geht das? Scheinbar war das für uns nicht durch Konsum oder materiellen Wohlstand zu erreichen. Oh Mann, fühlten wir uns hilflos und ausgebrannt. Keine Ahnung, aber wenigstens wussten wir eins. Wir brauchen Abstand. Sehr viele Menschen konnten das nicht nachvollziehen. Aber rückwirkend betrachtet können wir sagen, dass dieses Gefühl für uns quasi der Polarstern war. Wir waren selbstständige Fotografen, bevor wir in größeren Firmen im Marketing angestellt waren. Wir konnten so viele wertvolle Erfahrungen sammeln und kannten beide Welten. Doch wo ist unser Platz in dem Ganzen? Manchmal fühlten wir uns wie Aliens. Gibt es überhaupt ein Lebensmodell, was uns insgesamt zusagt? An sehr dunklen Tagen dachten wir, wir sind einfach nicht richtig. Aber Spoiler-Alarm. Es war gut, dass wir niemals aufgegeben haben. All unsere Fähigkeiten und Interessen bündeln sich hier und jetzt. Als ob alles jetzt da ist, wo es sein soll. Und noch vor kurzem waren das alles irgendwie lose Enden. Die wabbeligen, zerkochten Spaghetti unseres Lebens. Ist das schön. So, ab rein. Boah, ist das warm hier drin, Alter. In der nächsten Zeit wollen wir einfach wieder mehr Natur entdecken und Plätze finden, an denen wir unsere Ruhe haben. Wir sind etwas spät dran und der Winter ist uns auf den Fersen. In den Bergen nahe der Pyrenäen ist es natürlich noch mal frischer. Im Grunde kein Riesendrama, aber wir vertrauen unserer Heizung nicht mehr so ganz. Im letzten Jahr haben wir sie unzählige Male repariert und alle möglichen Teile getauscht. Wir sind zwar recht sicher, dass wir den Fehler gefunden haben,
Aber nach der ganzen Zeit wartet ein Teil von uns darauf, dass die Heizung gleich wieder ausgeht. Weil wir im vergangenen Jahr ein wenig träge waren, was das Entdecken angeht, haben wir diesmal im Vorfeld Karten studiert und potenzielle Plätze markiert, die wir jetzt auf dem Weg in den Süden abklappern. Wir haben uns einige Naturschutzgebiete und Parks ausgeguckt. Da das Übernachten in eben diesen aber nicht erlaubt ist, schauen wir eben nach Orten in der Nähe, wo das geht. Wir sind ja meistens im trockenen Gelände unterwegs, aber die ersten Ziele auf der Reise sind saftig grün und sollten uns mit noch mehr Schönheit beschenken, als wir uns erhofft hatten. Wir stehen aber nicht immer in atemberaubender Natur. Nicht selten fahren wir kleine kommunale Plätze an. Die sind oft sogar kostenlos und man kann für kleines Geld Wasser abfüllen und Wasser loswerden. Meistens sind die abseits der Straße an Fußballplätzen oder Industriegebieten. Und manchmal echt schön gelegen. Insgesamt haben wir uns langsam wieder ins Unterwegssein eingelebt. Und auch Nala ist süß. Sie erkennt unsere Routinen und verschwindet automatisch, wenn wir zum Beispiel das Bett machen. Sie weiß, dass sie da nur im Weg rumsteht. Aber ehrlich gesagt hatte ich auch schon immer die Vision, da komplett einfach drin zu leben. Aber das hast du ja am Anfang gar nicht so gefühlt. Das stimmt. Am Anfang war das für mich eher ein Graus, komischerweise. Also der Gedanke, im Van zu leben, war ein Graus für mich. Mit dem Van länger zu reisen, das war wieder ein Unterschied. Also haben wir uns dazu entschieden, dass wir einfach ein paar Jahre reisen. Genau, jetzt aktuell reisen wir einfach ein paar Jahre. Ja. Naja, dann fast forward. Also da ist viel passiert, Ja. Ne? Aber wir wurden ja immer unzufriedener irgendwie mit der Gesamtsituation. Und irgendwann ging mir das halt total auf den Keks, dass wir halt immer nur gesagt haben, wir müssen das mal irgendwann machen. Also was wir dann ja gesagt haben ist, okay, wir ziehen da jetzt nicht direkt rein und wir wollten ja auch noch wissen, wie es das, wenn wir länger als 3 Wochen mal da drin sind. Und dann war halt der Kompromiss zu überlegen, okay, was ist denn jetzt realistisch in dem jetzigen Szenario? Wir haben das dann ja in fast ein Jahr im Voraus geplant. Genau, wir haben darüber gesprochen, was für uns machbar wäre. Und dann haben wir gesagt, 2 bis 3 Monate wären für den Anfang schon echt cool. Ja. Und haben dann das ein bisschen konkretisiert für uns und haben dann gesagt, okay, wir sprechen jetzt mal mit unseren jeweiligen Vorgesetzten, was halt machbar ist, weil wir natürlich für ein paar Monate die Jobs jetzt nicht aufgeben wollten. Ich habe das mit unbezahltem Urlaub gemacht damals, ne, eine Zeit lang und den Jahresurlaub quasi drangehangen. Die knapp 2 Monate, das hat ganz gut geklappt und bei dir war dann auch noch irgendwie Überstunden mit dabei, oder? Genau, so, ich hatte einen Mix aus Urlaub, Überstunden und unbezahlten Urlaub. Ja. Dafür sind wir auch dankbar an unsere ehemaligen Vorgesetzten, falls ihr das seht. Ganz lieben Dank Ganz liebe Grüße. für euer Vertrauen und dass ihr das mit uns möglich gemacht habt, weil das war wirklich ein Traum für uns und das war auch echt eine krasse Zeit. Also die 2 Monate kamen uns am Ende dann, als es dann final soweit war, auch unglaublich lang vor dann doch. Ne? Also da ist viel passiert. Wir haben ja aus Zufall mehr oder weniger dann den Paraglider-Film von unserem Freund Juri da noch produziert. Das war ja auch nicht geplant. Auf einmal geht es steile Serpentinen hoch. Wir wollen noch in der Nähe eines Nationalparks ein bisschen was entdecken. In den kommenden Tagen gibt es hier schon Minusgrade. Ein Wettlauf mit dem Winter beginnt. Hoffen wir mal, dass das mit der Heizung gut geht. Dann endet die asphaltierte Straße und auf Matsch und Geröll geht es weiter. Für uns ein gutes Zeichen. Endlich wieder Abenteuer.
Nach ein paar Tagen in den Bergen atmen wir endlich auf. Die Heizung läuft zuverlässig und zum ersten Mal stellen wir uns sogar für morgens den Timer der Heizung. Und beim Aufstehen ist es schön warm. Eine echte Erleichterung, die unsere Abenteuertour in den Bergen viel entspannter macht. Doch der Wahnsinn nimmt schnell wieder seinen Lauf. Unser Wechselrichter, also das Gerät, das uns 230 Volt Hausstrom beschert, geht kaputt. Wir kochen normalerweise mit Induktion und nutzen einen Wasserkocher für Warmwasser zum Waschen und Co. Aber eigentlich auch kein Problem, denn wir haben ja noch ein Gaskochfeld. Es ist nicht zu glauben, aber das geht am selben Tag auch noch kaputt. Natürlich ist Sonntag und wir können daran nichts ändern. Am nächsten Tag besorgen wir uns ein mobiles Kochfeld und bestellen einen neuen Wechselrichter. Jetzt heißt es erstmal ein paar Tage warten, bis das Paket aus Deutschland ankommt. Könnte alles schlimmer sein. Was war es jetzt eigentlich, das wir unterwegs gefunden haben? Kreative Freiheit. Der Abstand zu dem normalen Leben hat uns klarer sehen lassen, was wir wollen und was uns glücklich macht. Und daraus wurde auch der YouTube-Kanal geboren. Wir mögen es einfach, zu fotografieren, zu filmen, Geschichten zu erzählen, zu unterhalten. Und es fühlt sich irgendwie an, als hätten wir dafür jahrelang gekämpft. YouTube ist ein großes Ding für uns, weil wir uns hier total austoben können. Deswegen hilft nicht nur jeder Kommentar, jedes Like und jedes Abo dem Algorithmus, sondern bedeutet uns auch unglaublich viel. Ja, Ende vom Lied war dann halt, das hat uns ganz gut gefallen. Ja, und als wir nach der Auszeit nach Hause gekommen sind, da war uns ja dann eigentlich auch schon klar, dass wir vielleicht einen Augenblick brauchen, um wieder so in dem 9-to-5-Grind irgendwie Fuß zu fassen. Und ich wusste, ich kann das so nicht mehr weitermachen mit dem 9-to-5. So, aber zu dem Zeitpunkt war in den Van-Ziehen immer noch weit weg irgendwie. Ne? Also da muss man jetzt vielleicht auch sagen, ne? Bis es da dazu gekommen ist, dass wir uns wirklich endgültig dazu entschieden haben, ist ja dann trotzdem noch Zeit vergangen. Ne? Also auch nicht wenig, also Monate. Ein paar Monate schon. Ein paar Monate. Und es war ja auch noch der Schritt, feste Jobs. Was ist damit? Ja. Ne? Will man die wirklich aufgeben oder nicht? Und dieser Gedanke, der hat mich auf jeden Fall erstmal noch zurückgehalten. Ja, klar. Jetzt waren wir aber auch schon mal selbstständig. Das heißt, wir kennen ja auch noch mal so ein bisschen die andere Welt. Und ja, um das jetzt kurz zu machen für die Zuschauer, was haben wir gemacht? Wir hatten natürlich am Ende Erspartes. Wir haben unsere Wohnung verkauft. Ja. Wir haben uns beide, also Businesspläne geschrieben, dann über einen längeren Zeitraum nebenbei und uns selbstständig gemacht. Annika war zu dem Zeitpunkt ja auch schon nebenbei selbstständig, nebenberuflich als Einrichtungsberaterin. Ja, und bei uns Shepherds haben wir parallel auch überlegt, was machen wir damit und haben uns entschlossen, wir machen da so eine Mini-Werbeagentur auf 4 Rädern quasi. Und natürlich war damals schon der Gedanke, wir machen so Content, Video, Film, Foto für Outdoor-Brands. Ja, irgendwie hat dieser Abstand einem von allem da gut getan und auch die Möglichkeiten, längere Zeit vom Erspartem zu leben, dass man da irgendwie ganz in Ruhe mit Sachen klarkommt. Ne? Naja, und dann haben wir jetzt 1,5 Jahre, sind wir ein bisschen gereist, jetzt auch nicht zu exzessiv, würde ich sagen. Waren in Skandinavien, Italien und viel in Spanien und haben uns natürlich so ein bisschen in den ganzen Wüstenkram verliebt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haben wir genug gequatscht für heute. Ja. Spielen jetzt noch ein bisschen Tauziehen mit dem Hund und ja. Genießen noch die Sonne. Frohes Abenteuern. Cheers. Kommst du raus? Hui. Pack. Boah. Was ist das? Hast du Schiss? Ja. Du Schwein. Ja. Du Ferkel, du. Ja, cool.